Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Film zum 944er. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit einem ganz typischen Problem. Sehr oft wird der Simmering an der Kurbelwelle, und zwar hinten am Motor, undicht. Und wie man diesen wechselt, werde ich euch heute zeigen. Für den Wechsel des Kurbelwellen-Simmerings hinten muss erstmal das Getriebe ausgebaut werden. Dafür gibt es einen extra Film. Danach muss noch die Kupplung ausgebaut werden. Auch dafür gibt es einen Film. Die schaut euch jetzt erstmal beide an. Wenn die Kupplung ausgebaut ist, sieht die Sache so aus. Jetzt beginnen wir mit dem Ausbau des Schwungrads und dann kommen wir an den Simmering und an das Lager ran. Und da müssen diese ganzen Filzrandschrauben auf. Das ist ein 12er Filz sein. Oben muss wieder jemand gegenhalten und dann mit dem großen Hebel kriegt er die Dinger auf. Und gleich die nächste mit dem großen Hebel. Wenn sie mal lose sind, könnt ihr mit der Ratsche weitermachen. Die kommen relativ schnell. Wenn sie mal lose sind, sind sie lose. Nur der erste Moment ist das große Problem bei dem Ding. Dann können die ganzen Schrauben raus. Mit ein bisschen Klopfen vom Gummihammer kommt die allmählich lose. Es klopft. Aha, ihr merkt, sie kommt. Und ich hab's. So, sehr schön. Und jetzt seht ihr auch das Problem mit dem Simmering. Den müssen wir natürlich jetzt auch wechseln. Das ist die Passhülse. Die brauchen wir nachher wieder, um das Ganze einzusetzen. So, als nächstes kommt der Simmering raus. Hier ist theoretisch eine Nase, aber irgendwie will er nicht. Jetzt probieren wir es innen abzustemmen. So, machen wir es mit dem Auszieher raus. Immer mal so reihum arbeiten. Da kommt etwas Öl raus, deswegen habe ich die Wanne drunter. Noch hat er sich nicht ergeben. Langsam rundherum, irgendwann ergibt er sich. Oder wir lupfen den ganzen Motor. So, ihr seht, dass ich den im Prinzip in Einzelteile rausholen muss. So hart werden die Dinger nach 25 Jahren. Irgendwann ist der Zugriff dann so groß, dass er mit dem Haken drunter kommt und dann fliegt das ganze Ding raus. Seht ihr, allzu viel Öl ist nicht. Aber wir waren halt anständige Leute. So, das müssen wir jetzt ein bisschen reinigen. So, hier haben wir ein Riesenproblem. Da ist nämlich ein Stückchen der alten des Simmerings hängen geblieben. Und das muss jetzt raus, sonst haben wir das nächste Leck vorprogrammiert. Jetzt dürfen wir aber beim Entfernen von dem keine Kratzer in das weiche Aluminium machen. Das ist ein Einsatz für meine Kupferwerkzeuge. Da müsst ihr das ganz, ganz vorsichtig hier wegmachen. Seht ihr? Span für Span. So, jetzt seht ihr, dass die Außenseite komplett glatt ist. Das haben wir schon mal geschafft. Wenn man das nicht macht, ist das nächste Leck vorprogrammiert. Jetzt brauchen wir zum Eintreiben von dem Ring ein Spezialwerkzeug. Und um das herzustellen, brauchen wir die vernünftigen Maße von dem Teil. Das heißt, wir brauchen einmal den Durchmesser. So, genau 90, 90, 00. Und wenn wir jetzt hier messen wollen, läuft die Nummer ein bisschen blöd, weil wir da nicht drüber kommen. Wenn es mit der kleinen nicht geht, müssen wir die große nehmen. Da kommen wir schön drüber, dann können wir den Außendurchmesser messen. Müssen wir natürlich in der weitesten Stelle gut in der Mitte treffen. So, haben wir genau 110. Für den großen Simmering an der Kurbelwelle brauchen wir natürlich wieder ein spezielles Werkzeug. Da ich es nicht habe, machen wir es aus einem Stück Kirschbaum. Da muss also wieder ein Kirschbaum dafür bluten. So ein Klotz, und da drehen wir jetzt halt erstmal plan, dann rausdrehen und dann können wir das zum Einschlagen benutzen. Hier ist die Oberfläche noch ein bisschen rau, machen wir erstmal plan. So, ganz sind wir noch nicht rund, da müssen wir noch ein bisschen zustellen. Jetzt wird rund, was rund sein muss. Die Vorderseite
Vorderseite ist jetzt auf Maß. Jetzt machen wir noch die hässlichen Ecken auf der Rückseite weg. Also wir spannen einmal um. Mal an die Ecken abzumachen. Jetzt muss hier das Loch mit 90er Durchmesser oder 90 plus X in 30 mm Tiefe rein. Das wird jetzt ein ganz schönes Vergnügen. Bohren mal am Anfang möglichst großes Loch rein. Gerade einen Forstner Bohrer genommen. So, was wir nicht ausgebohrt haben, müssen wir natürlich ausdrehen. Quality made by me. Passt genau. Das nächste Problem ist, dass wir dieses Lager hier abziehen müssen. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Wir probieren es mit so einem Innenauszieher. Also erstmal reinschrauben bis zum Anschlag. Das Lager wird dabei zerstört, weil ich im Innenring ziehe, aber es gibt ja eh ein neues Lager. Um den Innenauszieher abzustützen, habe ich erstmal folgende Konstruktion. Eine große 36er Nuss, die passt genau das Lager durch. Dann kommt hier eine Hülse. Da muss ich es aber einmal gegenhalten hier. Deshalb kommt jetzt hier ein Gabelschlüssel dazwischen. Maß ist 13, ich habe hier einen schönen parallel geschliffenen. Dann kommt wieder eine Hülse drauf. Und jetzt so viel Unterlagscheiben, bis die Mutter gerade noch so am Rande hält. Da müsst ihr genau mittig drauf sitzen, sonst drückt er ja gegen das Lager. Und dann könnt ihr hier abziehen. So, ihr seht, der erste Abzugsversuch hat es ein bisschen gebracht. Jetzt muss ich umspannen, weil der Gewindeweg bei meinem Abzieher ein bisschen kurz ist hier hinten. Ich weiß nicht, welcher Trottel das konstruiert hat. Und irgendwann geht es ganz leicht und man hat das Lager. Seht ihr? Das hatte ich noch dazwischen gelegt, dass er besser greift. Perfekt. Nachdem wir jetzt hier alles überprüft haben, keine Einlaufspuren, alles ist sauber, beginnen wir wieder das zusammen zu montieren. Als erstes kommt das Lager rein. Und dann dürfen wir nur auf die Außenseite jetzt drücken von dem Lager. Es hat übrigens keine Richtung. Wir setzen das Lager an, möglichst gerade. Und dann treiben wir es mal mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig ein. So, wenn das Kunststoffwerkzeug ansteht, geht es mit einer passenden Stecknuss weiter. Auf diese muss aber genau auf den Außendurchmesser passen. Dann treibt er das Lager bis zum Anschlag ein. Wenn das Lager bündig sitzt, bekommt es noch etwas Molybdän-Disulfidfett. Das reicht schon. Auf dem Ring müsst ihr auf jeden Fall die Innenlippe ölen. Gut Öl drauf. Die muss nämlich drüber rutschen, sonst haben wir nachher da keine Chance. Und ich mache auch ganz gern außen einen Hauch Öl drauf. Schaden tut er sicherlich nicht, das dichtet mit ab, ist ja eine Öldichtung. Dann setzt er das Ding passend an und jetzt kommt unser Spezialwerkzeug zum Einsatz. Das muss jetzt genau sitzen und mit dem treibt er jetzt ganz langsam den Ring ein, ohne zu verkanten. So, aber allmählich kommt er, oben fehlt jetzt. Aber ihr seht, sowas ist ohne so ein Werkzeug eigentlich nicht zu erledigen. Wenn er dann mal zentrisch sitzt, könnt ihr auch einen kräftigen Hammer nehmen.
Jetzt wisst ihr auch, warum der so schwer rausging. Kommen tut er gut, aber er ist nicht drin. Der nächste Arbeitspunkt bezieht sich auf die Schwungscheibe und die müssen wir erstmal kontrollieren. Wir müssen hier schauen, ob Riefen zu erkennen sind. Schauen, gut, da würde man meinen, man sieht was, aber gefühlt sind es noch nicht einmal Tausendstel. Ihr glaubt gar nicht, wie sensitiv meine Finger sind. Bei diesem Zustand hilft auf jeden Fall noch abschmirgeln. Wenn es schlimmer wäre, müsste man den Span abdrehen. So, eine Stunde später und einen Muskelkater später sieht die Sache dann so aus. Die Schwungscheibe kann nur in einer Position montiert werden, und zwar ist hier eine Passfeder. Und genau so muss sie drauf. Wenn sie mal ansitzt, können wir sie vollständig in Position schlagen. Dann kommen die neuen Schrauben wieder rein. Wie viel sind es denn? 8. So, dann zieht er die mal so über Kreuz. Also in so einem Sternpattern. Mal alle handfest an. Seht, jetzt hängt sich immer noch die Scheibe in die Passung. Das kann ruhig in mehreren Durchgängen erfolgen. Ihr seht, die setzt sich immer wieder ein Stück nach, die Scheibe. Also ist die wieder locker geworden. Gerade mal so handfest. Die nämlich wieder gesenkt, die ganze Schraube. So, die Schrauben an der Schwungscheibe werden nun in 2 Durchgängen. Der erste Durchgang erfolgt mit 40 Newtonmeter angezogen. Der zweite Durchgang erfolgt mit 90 Newtonmeter. Natürlich muss der Motor auf der anderen Seite festgehalten werden. Auch wieder schön über Sterne anziehen, dass sich die Scheibe setzt. Wenn wir mit der Schwungscheibe fertig sind, gibt es noch eine Ladung Bremsenreiniger, damit auch die Anlauffläche hier komplett fettfrei ist. Jetzt kann die Kupplung wieder eingebaut werden. Wie das geht, habe ich euch ja schon in einem extra Video gezeigt. Das könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen. Ich sage euch jetzt schon mal Tschüss. Wir sehen uns ja in einem anderen Video.